Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Matthias S. für das gespendete Geld bedanken. Herzlichen Dank für die nette Geste, ich habe mich sehr darüber gefreut. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man die MC707 mit einem MIDI-Keyboard oder einem Sequencer bedient. Und los geht's! Als Gast haben wir heute den Arturia Beatstep Pro. Der Grund, warum ich mich entschieden habe, ihn trotz fehlender Klaviatur zu verwenden, ist, um euch die Funktionsweise der 16 MIDI-Kanäle ein bisschen näher zu bringen. Da es ja möglich ist, über MIDI 16 unabhängige Kanäle mit Daten zu beschicken, werden wir am heutigen Beispiel mit einer MIDI-Leitung 2 Tone-Tracks und einen Drum-Track bespielen. Es gibt auch MIDI-Keyboards mit Split-Zones. Bei denen ist es möglich, verschiedene Zonen der Klaviatur verschiedenen MIDI-Kanälen zuzuweisen, wie man auf der Grafik sehen kann. Natürlich könnt ihr auch MIDI über USB von zum Beispiel eurer DAW empfangen und dann alle 8 Tracks von dort aus bespielen. Aber heute arbeiten wir mal ohne Computer. Okay, wie immer gehen wir als erstes die Einstellungen durch. Wir gehen mit Shift, Knopfassign in das Utility-Menü, Set, Reiter MIDI. MIDI Sync stellen wir heute auf MIDI, da wir die Clock des Beatsteps empfangen wollen. Als nächstes gehen wir zur RX Start-Stop und stellen hier auf On, um den Start-Stop-Befehl ebenfalls zu empfangen. RX steht für Receive und bedeutet empfangen und TX steht für Transmit und bedeutet senden. Die Clock-Einstellungen habe ich bereits im vorigen MIDI-Tutorial erläutert. Falls ihr es versäumt habt, blende ich es euch am Ende des Videos ein. Weiter geht es mit den Track-Channels. Hier können wir für jeden der 8 Tracks einen MIDI-Kanal zuweisen. Der hier eingestellte MIDI-Kanal gilt für das Senden sowie auch das Empfangen. Ich werde jetzt, um es zu veranschaulichen, mal die Kanäle ändern. Sagen wir Track 1 auf Kanal 12, Track 2 auf Kanal 14 und Track 3 auf Kanal 16. Es gibt auch eine Auto-Channel-Funktion, aber das zeige ich euch nachher. Okay, nun müssen wir am Beatstep bzw. wenn vorhanden die Split Zones ebenfalls den MIDI-Kanälen zuweisen. Und schon kann man die MC707 mit einem MIDI-Gerät spielen. Natürlich kann man das Ganze jetzt auch aufnehmen. Ich wähle einen Track aus, drücke Record und Play. So einfach geht das. Kommen wir nun zu der Auto-Channel-Funktion. Damit kann die Groovebox, wie der Name schon sagt, einen MIDI-Kanal automatisch den gewählten Track zuweisen. Dazu müssen wir wieder ins Utility. Dazu muss man einfach bei MIDI RX Auto Channel den Sendekanal des MIDI-Geräts eingeben. Machen wir hier mal 15. Und das gleiche machen wir beim Beatstep und wenn wir jetzt einen Track auswählen, kann er ohne Änderung des MIDI-Kanals gespielt werden. Wenn wir das gemacht haben, weist die MC707 diesen dann automatisch den gewählten Track zu. Also tun wir die jetzt hier mal weg. Ich habe hier verschiedene Sounds geladen. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!